In diesem Video installieren wir die Abwasseranschlüsse für die AS-Evo-Enthärtungsanlage. Wir benötigen jetzt die Schlauchschellen und den 4 Meter langen transparenten Wasserschlauch aus dem Lieferumfang, dazu einen Schraubendreher. Als erstes wollen wir die Verbindung zum Abwasser herstellen. Anschließend werden wir den Überlaufschutz installieren. Dafür positionieren wir uns die Anlage in der Nähe unserer Wasserquelle. Über die beiden Vertiefungen an der Seite der Anlage können wir den Deckel vorsichtig nach oben hochnehmen. Hierbei müssen wir jedoch vorsichtig sein, um das Strom- und Verbindungskabel nicht aus der Anlage zu ziehen. Unser Tipp: Zum Ablegen des Deckels stellen wir uns einen Hocker oder einen Stuhl neben die Anlage. Wir nehmen uns den transparenten Abwasserschlauch und eine Schlauchschelle zur Hand und stecken diese über den Schlauch. Das Schlauchende schieben wir jetzt, soweit es geht, auf das Eckstück an der Anlage auf. Um den Schlauch mit dem Eckstück fest miteinander zu verbinden, schieben wir die Schlauchschelle auf. Mit Hilfe eines Schraubendrehers drehen wir dort die Schraube fest. Wir überprüfen die Verbindung abschließend auf einen festen Sitz. An dieser Stelle ist es normal, dass sich das Eckstück nach rechts und links bewegen lässt. Den transparenten Schlauch führen wir uns jetzt zur Rückseite der Anlage, damit wir gleich den Deckel wieder von oben aufsetzen können. Dabei müssen wir darauf achten, dass keine Kabel oder Schlauchverbindungen eingeklemmt werden. Nun wollen wir die andere Seite des Schlauches an unserem hauseigenen Abwasseranschluss installieren. Unser Abwasseranschluss ist ca. 2 Meter entfernt. Wichtig: Der Abwasseranschluss sollte idealerweise nah bei der Anlage sein. Reicht die Schlauchlänge nicht, wenden Sie sich vorab an den Aquasafe Kundensupport. Haben wir die Länge definiert, können wir den Schlauch auf die gewünschte Länge zuschneiden. Der Abwasserschlauch muss nicht zwangsläufig nach unten abfallend installiert werden. Liegt der Wassereigangsdruck bei 3 bar, kann auch ein Höhenunterschied von bis zu 3 Metern während der Regeneration überwunden werden. Für unseren Abwasseranschluss haben wir an dieser Stelle einen Adapter für unsere beiden Abwasseranschlüsse aus dem Baumarkt besorgt. Wir führen auch hier die Schlauchschelle über das Schlauchende, schieben den Schlauch, soweit wir können, bis zur Wandung auf unseren Adapter auf, setzen anschließend die Schelle auf und befestigen sie dort mit Hilfe des Schraubendrehers. Im nächsten Schritt wollen wir den Überlaufschutz installieren. Das Eckstück dafür befindet sich auf der rechten hinteren Seite der Anlage. Auch hier führen wir die Schlauchschelle über das Schlauchende und stecken dieses auf unser Eckstück so weit wie möglich auf. Danach fixieren wir den Schlauch dort mit Hilfe der Schlauchschelle und dem Schraubendreher und überprüfen vorsichtig, ob die Verbindung fest ist. Auch dieses Bauteil lässt sich nach vorne und nach hinten bewegen. Die andere Seite unseres Schlauches wollen wir gleich entsprechend zuschneiden und leicht abfallend zu unserem Abwasseranschluss ausrichten. Der Überlaufschutz ist nur eine Absicherung für den Notfall. Sollte das Wasser in der Anlage den Überlauf erreichen, kann das Wasser sicher in den Abfluss abgeleitet werden. Das funktioniert jedoch nur, wenn der Schlauch abfallend in den Abfluss oder die Hebeanlage geleitet werden kann. Hierbei ist es auch wieder wichtig, dass die Schläuche keinerlei Knicke aufweisen. Unser Tipp an dieser Stelle: Um die Schlauchverbindung an der Wand sauber entlang führen zu lassen, haben wir uns ein paar Klemmen aus dem Baumarkt besorgt. Diese können wir an den gewünschten Positionen fixieren und die Schlauchverbindung dort einsetzen. Das hat den Vorteil, dass die Schläuche in einer festen Führung sind, wenn Wasserdruck auf der Leitung ist. Die andere Seite unseres transparenten Abwasserschlauches stecken wir mit Hilfe der Schlauchschelle auf unseren Adapter auf und fixieren die Schelle dort mit Hilfe des Schraubendrehers. Glückwunsch! Die Abwasseranschlüsse sind jetzt installiert. Gehen wir direkt weiter in das nächste Video, die Installation der Panzerschläuche.